Aber die Geschichte kann ich jetzt nicht erzählen mit dem Bauer mit dem nackten Hintern. Ja? Sicher. Also ich weiß nicht, ob Sie ja mal gehört haben vom Hamstern. Das war eine Sache, die uns eigentlich über den Ersten Weltkrieg hinweggebracht hat. Wir sind zu Bauern gefahren, die uns ja nichts geliefert haben in die Stadt und haben ihnen gebracht Leintücher, Handtücher, und das haben wir eingehandelt für Kartoffeln, für Rüben. Schlecht, das heißt, schlecht und recht haben wir was bekommen und ihnen die wertvollen Sachen gegeben, aber wir waren froh, das zu bekommen. Und einen Platz, den werde ich in meinem Leben nie mehr besuchen und auch nie an ihn vergessen. Also kurz und gut, dort haben wir einen Bauer gekannt, der hat für uns immer Kartoffeln gemacht. Ich muss wissen, wie der Ort heißt. Stammersdorf. Ne? Und eines Tages kommen wir und der hat gesagt, ja, ich habe für euch einen Stall Erdäpfel. Sagt er, du kannst dabei mit den Pippeln spielen, das war ein Junge. Und das Mal so reinkommen und dann nehmen das einpacken. Wir haben jeder einen Rucksack gehabt. Und ich spiele mit den Hühnern, mit den Kleinen, und auf einmal höre ich schreien, Rudi, Rudi, aber schrecklichen Ton. Denke mir, was ist los mit der Anna, was ist los? Also das habe ich nicht ausgehalten, denn wenn sie ruft, gibt es nur, dass sie etwas braucht. Ich reiß auf die Tür, lege die Anna auf dem Rücken im Stroh und der Bauer auf ihr mit heruntergelassenen Hosen. Na, ich habe die Situation erfasst, aber nicht gewusst, was der von ihr will dort, weil so weit war ich noch nicht. Aber nachdem sie die ganze Zeit geschrien hat, Rudi, Rudi, habe ich mich umgeschaut, was kann ich mit den Lacheln machen, sehe ich dort in einer Ecke des Stalles, sehe ich eine Heugabel, eine dreizackige. Ich nehme die Heugabel und stich sie ihm richtig in den Po hinein. Ein Geschrei, und wie am Spieß, es waren aber 3 Spieße. Und er wollte das immer herausziehen, nicht? Dadurch hat er sie loslassen müssen. Und ich habe auf der anderen, und sie hatte mit dem Knie auf eine Stelle geschlagen, die für Männer sehr unangenehm ist, und er hat müssen von ihr ablassen. Und ich habe ihr aufgeholfen, und gelaufen sind wir, um unser Leben sind wir gelaufen. Und der hat die ganze Zeit geschrien, es gefrasst, es kommt's noch einmal gossen und so. Aber wir haben uns gedacht, wir sahen es, nur gekriegt haben wir nichts. Ne? Und wie ich nach Hause gekommen, sagt meine Mutter, na und was habt ihr in den Rucksäcken? Und ich sage gar nichts. Also, ihr wart doch so lange weg. Na, hat die Anna sie zur Seite genommen und ihr wahrscheinlich die ganze Geschichte erzählt. Darauf ist meine Mutter zurückgekommen und hat mich angesehen, wie wenn ich ein Held wäre. Sie hat nichts gesagt, aber es hat mir gefallen. Und ich habe mein Versprechen gehalten. Bis zum heutigen Tag war ich nicht in Stammersdorf. Ich hoffe, die Anna hat es auch gehalten. Ja, bei mir hat ja die Jugend rapid geendet. Nur dadurch, dass ich da hereingekommen bin zu den Kasperln. Ne? Durch diese Sprechenlernen, Sprechchor, gemischt mit Tanz und so weiter. Und da ist das immer weitergegangen. Ne? Ich habe ja sehr bald auftreten müssen, weil die Mutter gesagt hat, ich habe nicht weiter studiert, ich habe ja keine Matura gemacht. Bitte. Hat mir noch nie gefehlt in meinem ganzen Leben. Aber statt der Matura habe ich das erste Engagement gehabt. Und da habe ich der Mutter gesagt, hör zu, sei mir nicht böse, das ist mir wichtiger. Aber ich glaube, sie wird jetzt neben dem Meterstab und mir eine über den Bugel hauen. Nein. Hör zu, mein Kind, du mach, was du willst.
ich lege dir nichts in den Weg, nur eins. Du kannst immer zu mir essen kommen, kannst immer schlafen kommen in dein Zimmer. Aber Geld wirst du bei mir keines sehen. Und das hat sie gehalten bis zum Ende. Und ich bin ihr heute noch dankbar, weil ich musste sehr bald verdienen. Weil ich gewusst habe, ich kriege nichts von zu Hause, von wo hätte ich es schon nehmen? Jeder Bursch braucht ja Geld. Ne? Oder ein Kavalier mit einem Mädchen ins Kino gehen und so, du brauchst doch kein Geld dazu. Ne? Nein, aber sie hat das sehr gut gemacht. Und es hat mir geholfen, dadurch, dass ich gewusst habe, statieren gegangen, zum Film, damals waren ja große Filme, und zum Glück nicht nur am Rosenhügel, sondern auch in Favoriten, bei den Ziegelteichen, Sodom und Gomorra, was das für biblische Filme. War schön. Und so bin ich immer tiefer hereingekommen. Nee? Wo hast du da mitgespielt als Statist? Naja, oben, bei den Ziegelteichen. Ja. Sicher. Na, was hast du geglaubt, eine Rolle? Nein, was war dein Job dort? Was wäre schon gewesen? Rhabarber, Rhabarber, ne? Weißt du doch, was das ist? Weißt du? Das weißt du nicht? Volksgemurmel, kennst du nicht? Ja, die sagen wirklich, die sprechen ja. Aber sie sagen nur ein Wort. Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber. Und wenn 10 das sprechen zu gleicher Zeit, ganz genau kennen sie es nicht zu gleicher Zeit, kommt so heraus. Da war ich ein Rhabarbersprecher, schlecht. Kann man nicht vergessen, verstehst du? Welche Volksmenge hast du da also dargestellt? Ägypter, Juden, wie es ausgezogen sind aus Ägypten, was weiß ich, was alles war. Aber immer war was, viel. Das war ja auch die Sascha. Ja, was hat man da gekriegt für so Statistik? Frag gar nicht. Ein Schusterlaberl. Aber, weißt du, ich habe heute keine Zeit, heute muss ich am Labberg filmen. Was, du filmst? Ja, ich habe nicht gesagt, was. Ich war filmen. Und was war dein erstes großes Engagement? Du wirst lachen, das war die Reklame, das kennt kein Mensch. Im selben Haus wie das Atelier war unten. Jetzt soll angeblich ein Kino drin sein, war das Varieté-Reklame. Und dort war ein großer Mann, nicht der Direktor, sondern wegen diesem Mann ist man dorthin gegangen. Ujvari, ein Ungar, der perfekt Deutsch konnte, ein großartiger Komiker und der auch singen können, hat so komische Lieder hat er gesungen. Ujvari soll der Mensch heißen. Muy gegessen? Na, zum Ujvari. Na, das habe ich gehabt. Ich glaube sogar 5 Wochen. Ja, es war ja so nicht. Wenn es hochgegangen ist, habe ich an einem Abend 2 Tänze gemacht. Ne? Und dazwischen ist eine andere Nummer gewesen. Das höchste war 3. Das war ja anstrengend. Außerdem hat man nicht mehr gebraucht. Schau, Häuser hast du keine kaufen können, aber hast ganz gut leben können von den Gagen. Das ist natürlich angekommen drauf. Wenn du das haben willst, dann musst du zahlen. Was hast du da verdient? Ja, schau, der Durchschnittsgehalt eines Angestellten war, wenn er gut dran war, 150 Schilling. Und ich habe gekriegt 1500. Aber auch nicht immer. Also manchmal abgedrückt auf 800 Schilling. Aber damals konntest du leben von dem, konntest von 150 Schilling leben.
dort war der Strich und die Femina ist ums Eck gewesen. Wenn die so halbwegs fertig waren und das Theater auch erst um 10 Uhr angefangen, ne? Das war ja der Trick, warum das täglich, und vor allem, dass man die großen Nummern bekommen hat, vom Theater an der Wien, vom Strauß-Theater. Sie haben sich gesagt, um 10 Uhr, da sind wir eh fertig, ist schon das Taxi draus gestanden, sind hingefahren, haben noch was verdient. Ne? Hat ein Liedl gesungen, einen Sketch gespielt. Und da waren alle Großen, Friedel Steiner und wem du willst, Mimi Kett und was ich wie alles war. Und vor allem war er dadurch bekannt, dass die schönsten Frauen Wien dort aufgetreten sind, soweit sie Schauspieler und der Girls waren. Aber, weil du sagst, wegen der Damen war so, wenn die fertig waren, um 10, halb 11 mit ihrem Geschäft, da gehen wir noch eine in die Bar und haben etwas getrunken. Die Bar war rückwärts nichts anderes wie also eine Bar, sozusagen, so wie der Schrank und der Barstocker. Und da sind sie gesessen, 4, 5, haben sich auch unterhalten. Nach einer halben Stunde haben sie sich gesagt, naja, schauen wir noch, ob es noch ein Geschäft gibt, und sind rausgegangen. Die haben gezahlt, sind rausgegangen. Aber dadurch haben sie mich gesehen ein paar Mal. Und wenn ich dann gekommen bin auf der Straße und sie sind auf den Strich gegangen, auf den ich auch gegangen bin, aber nicht wegen des Geschäftes, gell, Ruhe, hast du Zigaretten? Ja, hast du Zigaretten. Na, Feier auskannst? Ja, hast du Feier. Wie geht's Geschäft? Aber uns miserabel und so weiter. Haben wir Diskussionen gehabt. Und so, wisst ihr was? Ich habe ein nächstes Geschäft für euch. Na, was ist? Wenn man Strümpf braucht, kommt es auf Nummer 17, Währinger Straße. Und eine hat es der anderen gesagt und auf einmal war bei mir der Strich. Und auf einmal geht einer vorbei. Servus Ruhl. Schau ich, es ist der Kammersänger-Reutner, den ich gekannt habe von anderen Veranstaltungen. Sagt er, was machst du denn da? Sag ich, nur schau auf, ich kann es nicht lesen. Er hat so richtigen Dialekt gesprochen. Sagt er, Rudi Strümpf, was ist denn das für ein Blödsinn? Dann sag ich, du wirst lachen. Ich verkaufe Strümpf. Na, gerät doch nicht. Das ist doch nicht für die. Komm, ich habe was für die. Sag ich, was hast du für mich? Bei den Schubert-Festspielen kannst du was spielen, kannst du was tanzen. Ich bin ohrenlang. Sag ich, na ja, ich kann nicht auf 2 Seiten sein. Da verkaufen und dort tanzen, das geht nicht. Ich rechne damit, dass du die mötst bei mir. Und wirklich, sofort habe telefoniert, den Vater, verkauft das Geschäft, ich gehe in den Zirkus. Hat er zu meiner Mutter gesagt, du, der ist verrückt worden, den müssen wir nach Steinhof bringen. Und der hat es verkauft und ich war schon nicht da. Und dann waren sie lang böse auf mich, dass ich ihnen das angetan habe. Aber ich war glücklich, mit I geschrieben. Man hat ja nicht gewusst, ob das ankommt, um das die Leute verstehen. Wie der Schubert sagt zu den Strauß, Strauß, glaube ich. Ja, warum spielt man uns denn nicht? Und da sagt der andere, ja, schau oben, ihr wirst sehen. Nicht? Und sie schauen runter vom Himmel, in der Zirkuskuppel war das. Und da tanzt sich, Johnny spielt auf von Kreineck. Ne? Und er sagt, na siehst du das, das spielen sie jetzt. Weil das war damals ein Riesenskandal, Johnny spielt auf in der Oper zu machen. Ne? Das war ja in der Oper die Vorstellung. No, das war meine Idee und mit dem Regisseur zusammen habe ich das gemacht, dass ich eben durch die Luft komme, durch den Sprung, dass da hinten einer auf das Sprungbrett gesprungen ist und mir ins das Schleiderbrett. Und die haben das so gemacht, der Beleuchter, dass er mich gefangen hat in dem Lichtkegel und ich bin schön runter. Ne? Und unten war ein Viereck von 2 mal 2 Quadratmetern, da habe ich als Neger getanzt. Karierte Hosen und schwarz geschminkt. Das war mir zu viel, haben sie mir dann eine ganze Maske aufs Gesicht gegeben. Weil das Abschminken und Schminken ist der Maskenmeister gesagt, hören Sie zu, ich habe so etwas, ich kann Ihnen so eine Gesichtsmaske machen. Und das war ein Strumpf, war das unter uns gesagt. Da war aufgemalt mit Augen und so weiter. Ich glaube, das ist geschminkt. Und ich habe mir eine Sportschminkerei.
Und die Leute haben es richtig aufgefasst. Sie haben es als Tanz gesehen und nicht als abschreckendes Beispiel. Verstehst? Und das war ja mein Glück, denn das hätte ja keinen gänzlich durchfallen. Ich würde sagen, mein Atelier ist nicht so viel, um das zu erzählen. Da kann man sagen, das was ich noch ein Theater, das ich auch nicht aufgeschleppt habe oder zwei, nicht? Oder soll ich erzählen, dass ich mit den beiden Schwestern, das waren zwei Schwestern, zu gleicher Zeit, wochenlang, nicht Monate, bitte wochenlang ein Verhältnis gehabt habe und der einen hat das nicht mehr gepasst dann vor der anderen, hat sich angefangen zu schämen. So schämt euch alle zwei und vierte. Die waren beide gleichzeitig im Atelier. Ja, naja, das muss sein, weil sie müssen da sein, beide, weil sonst geht die Geschichte nicht. Na, es hätte ja auch sein können, einmal die andere, dann die andere. Dann wäre es ja nicht interessant gewesen. Ach so, also es war so richtig So ist Dreieck. es. Ein Terzett, nicht wahr? Ja, was man dann sich so später aufgeregt hat, das war schon viel früher in Wien erzählt hat, was sich tut. Das war nichts Außergewöhnliches. Allerdings hat man müssen suchen und finden solche Madamen. Ne? Sonntag am Corso mit mir gegangen, schön angezogen, so wie ich, Maßanzug, leere Handschuhe. Da kommen sie, die zwei offen. Hat mir überhaupt nichts gemacht. Habe ich schon gewusst, dass sie haben mich wenigstens gesehen. So, sei ja auf, macht nichts. Ein Schimpanse kann man sein. Wie ist der Aft zum Maßanzug gekommen? Wie? Naja, ich habe doch nur Maßanzüge getragen. So, ja, aber ja, wir sind offen. Können Sie das machen? Gehen Sie offen. Sag ich, schauen Sie ihn zuerst an, dann nehmen Sie ein Maß, ich zahle ja dafür. Ne? 3 oder 4 Anzüge hat er gehabt, dieselben wie ich. Der Mann vom Apollo-Kino hat engagiert den Frank Fox und hat eingeführt die Bühnenschau. Das heißt, 5 oder 7 Minuten vor Beginn des Films ist der Vorhang raufgegangen. Zuerst hat er begonnen mit der Hammond-Orgel. Da ist ein erschienen, die Bühne hat sich geteilt und das ist ein Orgel erschienen, eine, wie haben die geheißen? Hammond-Orgel. Und dann ist der Mann gekommen, der das gespielt hat. Und es war wirklich schön. Dann ist es verschwunden und das Licht finster geworden und das hat begonnen, der Film. Was hat er gemacht beim Blauen Engel? Er hat engagiert die Frank Fox Band. Frank ist aufgegangen. Hast du gesehen, eine Schulklasse mit einer Tafel. Der Lehrer war der Frank Fox, Dirigent. Die Musiker sind alle mit kurzen Hosen, mit Sockeln gesessen in der Schulbahn, in den Schulbänken, jeder mit seinem Instrument. Und ich wurde besoffene Schuldiener. Und man hat gespielt und dann ist finster geworden, der Film hat begonnen. Waren die Leute schon irgendwie in Stimmung?
Warum? Der Film spielt doch, dass der Professor ist in einer Schule. Also, warum sieht man heute sowas nicht? Du kannst dir vorstellen, wie die Menschen gelaufen sind. Wie die Wahnsinnigen. Ja, was? Nicht nur, dass den Film spielen, ja, Daria Modena hat gesungen in der Bank drin. Ne? Dort singen sie, dort spielen sie, dort tanzen sie und dann kommt der Film. Naja, das hat natürlich gezogen. Ich glaube, 60 Mal war es dort. Die haben halt keine andere Sache, wirst lachen. Jojo hast du gehört. Ja, das Spielzeug. Ja, was habe ich gemacht? Auch, weil du früher gefragt hast, wegen Ideen. Habe ich mir machen lassen 2 Klodeckel. Ich weiß nicht, wie du weißt, wie das früher ausgesehen hat. Ja. Nur die Klos, das waren ja nicht so, wie dass man sie runterklappen, den Sitz. Denk doch nach bei dir. Sondern es war ein Holzdeckel, ein runder, oben war ein Knopf. Habe ich machen lassen, neu, weil alte wollte ich nicht. 2 Klodeckel und dort, wo sie zusammen geleimt waren, habe ich eine Rille machen lassen. Bin auf dem Klavier gestanden, die Band hat gespielt und ich habe mit dem Jo. Du kannst dir nicht vorstellen, die haben nicht zugehört bei der Band, haben applaudiert und haben nur gewartet, wird er das aushalten, weil es ist ja schwer, es sind solche Deckeln gewesen. Ne? Eine Idee, das musst du haben. Nur dafür kriegt man Geld. Das ist nicht zu erzählen, das ist zu zeigen. Zeig das. Ja, ganz einfach. Reißt der Haar aus, schaust, dass es so bleibt, waagerecht. Es ist natürlich gar kein Sturm. Ne? Und jetzt schaust du, dass du das da ins Ohr hineinbekommst und ziehst es langsam rein, nimmst es schon hier, schaust, dass du es kriegst, ist doch ganz drin. Und jetzt fängst du an so zu machen und lachst. Brauchst nicht mehr. Das sind so Schmäh. Ne? Es waren so viele Tänzer, davon kannst du dir keine Vorstellung machen. Zum Beispiel wirst du nicht glauben, dass im Herrenhof, weißt du, was Café Herrenhof, oben waren die geistigen Aristokraten und unten sind die besseren Leute tanzen gegangen. Aber das ist ja groß, der ganze Keller war ein Tanzparkett. Nicht? Das zweitgrößte war der Gelbe Saal, das ist die Krugerstraße, glaube ich, gewesen, gibt es auch nicht mehr. Es waren 15 bis 20 Tanzlokale, mindestens. Nun vor allem der Kursalon. Warst du schon mal da drin? Hast du gesehen, was das für ein Tanzpaket hat? Der riesig. Und der hat auch eine Nummer hat er gebracht. Ne? So, dort war ich mit der Baker, das heißt ich als Baker. Dort ne? hast du? Dort habe ich als Baker getanzt. Um 5 Uhr Nachmittag und um 7 Uhr am Abend, zweimal. Ich habe mehr bekommen, wenn ich gewesen wäre im Theater an der Wien.
Wirklich? Weil ich verlangt habe. Wer hat schon die Bäcker sich getraut zu machen? Nicht? Sie war ja zur selben Zeit in Wien. Ah, das war dieselbe Zeit, wie Sie in Wien Sonst war? könnte ich sie ja nicht Hat man nachmachen. deine Ich muss sie doch Persiflage gesehen können? haben. Ne? Und erlebt haben, mit ihr gesprochen haben. Du hast mit ihr gesprochen? Muss ich bei meiner Prüfung. Hast du gesehen, wie sie mir so gemacht hat? Wirklich? Ja. Und was hast du mit ihr gesprochen? Weißt Ich habe du ihr noch? gesagt, ja, das hat sie ja nicht gleich gewusst, dass es die Prüfung ist. Sie wurde engagiert und fertig. Aber sie hat ja nicht gewusst, was das ist. Nicht? Und hat natürlich dieselbe Nummer getanzt, die sie sonst tanzt. Nachdem wir geprüft wurden und das erledigt war, der rausgekommen ist, der Präsident, und gesagt hat, ja, die und die sind durchgekommen, nicht wahr? Und das hat Wiederholungen gegeben. Es hat welche gegeben, die mussten noch einmal zur Prüfung. Das nächste Mal oder im 14. Tag, weil sie ja nur einmal in der Woche war. Burschen waren wir. 3 Burschen und ich. 4 waren wir im Ganzen. Und dort sind auch 3 gesessen am Nebentisch. Ne? Und da habe ich gehört, wie die reden dort, ja, der Juden und was und so weiter. Sag ich zu meinen Freunden, pass auf, da kommt der Rafferei. Na, geh, was willst du? Sag ich, geh jetzt zu denen rüber. Aber nein, mach das nicht. Bin aufgestanden, hingegangen und sage, ich höre da so viel über die Juden, sagen sie, habt ihr es einmal überhaupt schon einen Juden gesehen? Sagt der eine. Nee, das gesehen habe ich nicht. Aber der Pfarrer hat uns gesagt, einen Juden erkennt man, weil der hat Hufeisen auf die Fersen. Dann drehe ich mich um, zeige ihnen meine Fersen, sage ich, seht ihr, das ist ein Hufeisen? Nein, ja, da bist du auch kein Jude. Sag ich, doch, wenn ich das habe, bin ich ein Jude. Hast du gesehen, wie die weggegangen sind? Ja. Weil die haben wahrscheinlich mein Gesicht, weil ich immer auf meine Freunde geschaut habe, das sozusagen in die Blicke zu geben, pass auf, gleich geht's los. Ne? Sind sie weggegangen. Na, was soll ich Ihnen sagen? Also, wenn du fragst, in Tirol auch schon, überall. Ein Pfarrer soll den Kindern beibringen, Kinder, 15, 16 Jahre, beibringen, einen Juden erkennst, weil er hat Hufeisen auf der Ferse. Wo ist das ein Land? Ja, habe ich nicht gezeigt, meine Fersen. Ich habe noch keine Hufeisen. Wahrscheinlich bin ich ein junger Jude gewesen, der wächst erst später mit 50 Jahren. Wann warst du in Deutschland? Wann ich in Deutschland? Ja, du warst. 32. Und warum? Weil ich ein gutes Engagement gehabt habe Was in war München. das? Weißt In du? München, ja. Was ist Im Künstlerviertel ist es gewesen, also, wie soll man das sagen? Naja, es ist aber leicht gewesen. Es war keine offizielle große Sache, aber es ist alles dort aufgetreten. Auch noch im Theater. Die haben wir gelernt von Wien. Aber auch die Künstler als Publikum sind dort gekommen, die Deutschen. In dem, wie heißt das Vergnügungsviertel in München, wo die Künstler zusammenkommen? No? In Schwabing meinst du? Ja, in Schwabing. Hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß, die waren sehr gemütlich. Nur politisieren hast du nicht dürfen mit ihnen. Dabei haben sie mir alles vorausgesagt, nicht? So wie ich ihnen gesagt habe. Hat er doch gesagt, was ich gesagt habe. Das heißt, die Künstler waren auch Nazi, oder was? Ja, später dann. Aber so wie der gesagt hat, wie ich ihm gesagt habe, naja, das braucht halt einen Österreicher, der euch die Wahlen führen richtet. Der Rest, der kommt zu euch auch. Und wirklich. Ich bin sofort nach Hause, also muss das Engagement zu Ende, aber es war schon zu Ende. Und das Wichtigste, die Eltern haben noch verkauft, aber weggefahren sind sie nicht mehr. Uns kann nichts passieren, wir sind hier geboren, wir sprechen Deutsch, was will man von uns? Na, Krachbumm.
Wenn ich euch erzähle, wie ich angekommen bin, wie es angefangen hat überhaupt, das müsste ich eigentlich erzählen, obwohl das manche nicht gern hören werden. Also erstens war ich illegal. Nochmals, zur damaligen Zeit hat es kein Israel gegeben, sondern ein Palästina unter englischem Mandat. Die Engländer haben ihre englische Politik, die sie auch überall woanders ausgeübt haben, dass wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Sie haben das so arrangiert zwischen Araber und Juden, dass die alle unzufrieden waren und sie waren die Nutznießer davon, bis zum Schluss. Nun, dann sind wir angekommen nach 6 Tagen in Haifa. Ist das Erste, dass der Zollbeamte, der Englische, sagt zu mir: Wie lang wollen Sie bleiben? Sag ich, na ja, eine Touristentour mache ich doch, wie Sie sehen, im Pass, nicht wahr? Vielleicht 3 Wochen. Nicht? Also, mach Sie aufmerksam, 3 Monate ist das Letzte. Dann werden Sie abgeschoben. Na, denke mal, 3 Monate ist lang, bis dorthin haben wir Zeit. Dankeschön, alles gut. Haben Sie pornografische Bilder und so weiter? Ich habe ja gehabt, die habe ich weggesteckt, einer Mutter mit Kind. Pass auf. Und gut gelandet. Und dann hat sich auf dem Schiff eben die Schiffsbrüder haben sich vereinigt, so 4, 5, die sich gekannt haben schon vor der Reise. Und wir haben das billigste Hotel ausgesucht, das heißt, da hat man uns gesagt, welches ist das billigste. Und dort haben wir eben manche zu zweit, dann habe ich mit einem Ehepaar eine Zeit lang geschlafen, das hat ihnen nicht gepasst. Und so ist es gegangen. Ich habe mich abgesondert, habe etwas Geld gehabt und bin herumgefahren im ganzen Land. Dort, wo ich leben will, will ich doch das Land kennen. Also das Geld ist zur Neige gegangen und ich habe zu dem, wo ich gewohnt habe, in dem Hotel, gesagt, sagen Sie, bei mir geht es Geld zu Ende, was mache ich? Habe schon gesehen, bin sehr weit gefahren mit Bussen und so weiter. Hat mich sehr interessiert, weil das Land, da ist was zu sehen, ob das Jerusalem ist, ob das der Emmek ist, Beersheba, sehr viel zu sehen. Nun, und sagt er, da müssen Sie aufs Arbeitsamt gehen. Sag ich, aber Arbeitsamt, das ist doch wahrscheinlich nur für Einwohner hier, ich bin ja nur ein Tourist. Sagt er, hören Sie zu, zu einem Geld können Sie nur kommen, wenn Sie arbeiten. Also gehe ich ins Arbeitsamt. Komm herein, sagt er, wie heißt du? Also er hat mit mir Jiddisch gesprochen, da ich ja Hebräisch nicht konnte. Sagt er, wie heißt du? Sag ich ihm meinen Namen. Was bist du? Sag ich, bin Tänzer, Choreograf und Turnlehrer. Auf ihn haben wir gewartet. Das heißt, wenn dort ein Wiener gesessen wäre, hätte er gesagt, auf ihn haben wir gewartet. So wie wir das sagen. Nicht? Sag ich habe das nicht gleich verstanden. Sag ich, was ist? Sagt er, schau, wir brauchen Straßenarbeiter, Plantagenarbeiter, Bauarbeiter, wir brauchen keine Tänzer, wir brauchen keine Turnlehrer. Gut, habe ich mir gedacht, na was machen wir? Sagt er, komm nächste Woche. Sag ich, aber du, sag ich, hören Sie, das ist sehr ernst bei mir, ich habe kein Geld mehr. Ich werde schauen, was zu machen ist. Und richtig, ich komme in der nächsten Woche, sage ich, haben Sie was gefunden für mich? Sagt er, ja. Du wirst der Turnlehrer. Sage ich, aber werde ich davon leben können? Sagt er, nein. Geld kriegst du keins. Du kommst in einen Turnverein, so wie das bei uns ist. Dort war das Maccabi, das gibt es hier auch nebenbei gesagt. Sag ich, aber von was werde ich leben? Ich kann von Turnen nicht leben. Dadurch, dass du umsonst abends Unterricht gibst, kriegst du bei Tag eine Arbeit. Pack dich zusammen, pack deine Koffer und hat mir einen Zettel geschrieben nach Herzliya. Das ist ein großer Vorort. Heute ist es ein Kurort mit den schönsten und größten Hotels. Pack meine Koffer, steige ein in den Bus, steig aus, bin ich im Sand bis daher. Also der erste Genuss von der Wüste. Steht ein kleiner Jude dort und sagt er, bist du das? Sag ich, wer? Der Turnlehrer. Sag ich, ja, der Kim.
Also bin ich mit ihm gegangen und er hat mich geführt in ein kleines Kaffeehaus. Stellt sich heraus, das gehört ihm und er ist ein amerikanischer Jude, ungefähr so alt wie ich, ein junger Mensch. Sagt er, jetzt iss und trink einmal etwas und dann zeige ich dir, wo du wirst wohnen. Sag ich, mach dir aufmerksam, ich habe kein Geld, nur ganz wenig. Und das geht schon zur Neige. Naja, ein Monat, 2 wirst du schon durchhalten müssen. Kurz, er bringt mich dann in eine Wohnung, die nicht ihm gehört hat, sind dort drin in einem Zimmer 3 Betten, sucht er eins aus, ich heb auf, also das sind so Sofas gewesen, die man so geöffnet hat, wo das Bettzeug drin. Erst den ersten mache ich auf, ist ein Revolver drin. Sag ich, was ist das? Sagt er, brauchst nicht suchen, in alle 3 Betten ist dasselbe. Hier musst du haben, ein Revolver. Na, habe ich mir gedacht, gut bist du, schon ein schönes Land. Also habe mir ein Bett ausgesucht, am Abend habe ich die Kollegen kennengelernt, sehr schwer mit der Sprache, ein bisschen am Jiddisch kennen, ein bisschen Englisch. Also, was wird sein? Was kennst du? Na, wenn ich ihnen wieder gesagt habe, ich kann tanzen, und tanzen soll ich, und turnen kann ich auch. Oi, haben sie gesagt, das wird sein schwer für dich. Also ich mache mir keine Probleme, wir werden schon sehen. So sind ein paar Tage vergangen, ich durfte bei diesem Mann, den Amerikaner, durfte ich essen, vorläufig umsonst. Und so nach 3 Tagen hat man mich geführt in den Turnverein. Naja, war ein großer Saal und auch ein Garten dazu, wo man im Freien turnen konnte. Und dann sage ich, wie viele Menschen sind da? So ungefähr 12. 12, gut. Sag ich, aber wo ist die Arbeit? Fang an zu turnen. Ich kann aber nicht Hebräisch. Sagt einer dort, Klatschen in die Hände kennst du? Sag ich, ja. Und so habe ich unterrichtet, ich habe vorgezeigt. Und dann zu sagen, statt zu sagen 1, 2, 3, habe ich 3-mal in die Hände geklatscht. Und es ist gegangen. Nur das hat so gedauert, vielleicht 10 Tage, von diesen paar Leuten sind auf einmal gewesen 15. Weil man spricht das herum, du hast dort nicht viel zu tun. Und turnen wollten alle, Mädchen, Burschen. Habe ich gesagt, hallo, das wird eine ganz gute Geschichte. Wenn das so weiter wächst, habe ich was in der Hand, womit ich drohen kann, dass ich aufhöre. Und nach einigen Tagen kommt einer von diesem Turnverein und sagt zu mir, hast du 20 Piaster? Sage ich, ich weiß, ich habe noch österreichisches Geld, ich habe noch englisches Geld, aber nicht viel. Hat sich herausgestellt, ich habe 20 Piaster, ist herausgekommen. Also komm mit mir. Gehe ich mit ihm, ist das so wie ein Greisler? Makolet heißt das Hebräisch. Also ist das so wie bei uns ein Kreisler, nur dass so wie bei uns, also Gurken und Petroleum und in Fässern und so weiter steht, hängen an der Wand Geräte, Rechen, Schaufeln. Unter anderem hängt etwas, was ich noch nie gesehen habe, später stellt sich heraus, es kommt aus England. Also wie von einer Hacke, aber ein langer Holzstiel und vorne ein quadratisches Stück Stahl, wie eine Schaufel, aber verkehrt. Und das nennt man Turier. Und mit dem hackt man den Boden, besonders in den Orangenplantagen, kratzt man die Erde von dort weg und gibt sie dort und schafft einen Teller sozusagen um den Baum herum und später lässt man dort Wasser hinein. Von einem Teller, so nennt man diese Gruben um den Baum, öffnet man nur auf, fließt es zum nächsten Baum, macht es zu, wieder mit dem Turier und so mit die ganze Länge. Ne? Naja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also habe ich angefangen in den Orangenplantagen. Ja, dabei von den 6 oder 12, die zuerst waren, sind schon gewesen 20, 25. Das hat sich herumgesprochen dort. Und die Leute waren sehr zufrieden und das habe ich ausgenutzt. Und dann hat man mich endlich zum Bau gebracht. Da habe ich angefangen zu verdienen. Was heißt Bau? Anfangen Ziegel tragen, hast bekommen ein Brett auf dem Rücken und unten ein zweites Brett und da hat man da drauf gegeben, 10, 15 Ziegel und hast müssen steigen bis in den 5. Stock, wenn es schon zum Dach gegangen ist, zum Mauern. Also das hat mir schon
gar nicht gefallen, aber ich musste es machen, weil ich das Geld brauche. Mittlerweile habe ich doch meine Frau kennengelernt. Und ich stehe eines Tages, das ist auf der Straße vor dem Bau, den man eben in Arbeit hat, und es klopft mir jemand auf die Schulter, ich drehe mich um, ist ein englischer Polizist. Dann war es der Meter. Sagt er, du musst nehmen deine Frau, weil die alle geglaubt haben, wir sind wirklich verheiratet, und komm 24 Stunden nicht heraus aus der Wohnung. Sag ich, was ist los? Ein Offizier aus Jaffa, also es hat nicht dazugehört, kommt ein englischer Offizier und sucht Illegale. Das Bild von meiner Frau und meines waren ja auf der Polizeistation. Sagt er, schau, solange du hier bist und niemand kommt, ist alles in Ordnung. Wenn einer aber von draußen kommt, können wir nichts machen. Bleib 24 Stunden dort und wir wissen, wo du wohnst. Ich komme und wir klopfen an die Tür. Dann machst du auf und ich werde sagen, ob du kommen kannst. Und richtig, es hat nicht 24, es hat 48 Stunden gedauert. Der ist abgezogen mit 2, die er gefangen hat, der Offizier. Und der ist gekommen, der Polizist, hat gesagt, kannst schon kommen, ist schon alles in Ordnung. Und dann habe ich nie mehr etwas gehabt wegen der Illegalität. Das war, bis zum Wegfahren war ich illegal. Also es erscheint ein Freund, ein Schiffsbruder, hat gehört, dass ich dort bin. Sagt er, Rudi, ich habe was für dich. Sag ich, was heißt, du hast was für mich? Komm nach Tel Aviv zum Fasching, zum Purim. Sag ich, was ist da? Für 3 Abende bekommst du so viel, wie du hier für 6 Monate Arbeit bekommst. So wie das möchte ich sehen. Er schreibt mir auf, Regisseur Wolf, soll mich melden dort. Sagt er, und weißt du was, du kannst die erste Nacht mit einer Frau, der hat auch geglaubt, verheiratet, mit einer Frau bei uns wohnen. Er hat geheiratet mittlerweile dort. Aber nicht die, was er da hat, sondern die ist schon lang gestorben dort. Nun habe ich dort, also habe ich gesagt, Kinder, ich fahre auf eine Woche weg, ich trete auf. Hast du das Plakat dort, das große? Das ist das. Purim Jungle. Ja. Dann sage ich zu meiner Frau, sage ich, du pass auf, wenn ich das kriege für die 3 Abende, so viel Geld, wie der gesagt hat, der Franzl, fangen wir
werden wir beide übersiedeln auf fix und wir bauen uns ein neues Leben auf. Wenn ihr schon so Gummi seid, könnt ihr doch zum Beispiel sowas machen. Ja, du stellst dich hin und machst gar nichts anderes wie so. So weit wie möglich hinaus. Und dann kommt das mit dem dort. Nicht? Und dann kommt erst diese Sache. Was war das zweite? Zuerst Schau. first, Aber first schau thing mal was that one? im Profil. Ja. Also sowohl mit Bauch als alles, es muss Gummi sein. Das ist nicht Ja, nicht niederstellen, sondern es muss übergehen. I can't understand what you're saying. Yeah, it's like, must be like rubber. It must be directly with it. Nicht, nein, No, don't you have to nicht das. perfect transitions. Weich, you know? weich, Soft weich. transitions. It's all rubber. Und es muss der Bauch mitspielen, bitte. That's not easy, is it? Probieren, wirst du schon sagen, mit den Proben kommen wir schon zusammen. Da kommt im Anschluss das dann mit dem So here it started, kind of. nicht aufheben vom Boden, den Fuß. Nein. No, oh, this one. Ja, das ist wieder im Vorwärtsgang. Aber da spielt der Bauch auch mehr eine Rolle. Immer vorstellen, ja, Gummi. Rubber, rubber, Weich, rubber. weich. Das musst du sagen, dann kommt das ganz von selbst. rubber. Und wieso hast du Mann aus Stahl und Gummi geheißen? Warum? Weil mein Tanz war ein Schlangentanz ungefähr. Wenn du dort gut schaust auf den Bildern, müsst du das sehen, dass immer die Knie eingeknickt sind. Das ist, wenn ich so gewogelt bin. Und wenn ich von der Akrobatik, das ist der Stahl gewesen, nicht? Weil da die Leute gemacht Was hast du da haben. gemacht? Na, alles mehr, Flickflack, je nachdem, was noch hinten? überschlagen. Naja, Flickflack ist nach hinten, immer. So, Salto ist nach vorn, Überschlag ist nach vorn. Also alles so, kippen. Eine Sache, ja, die habe ich fast vergessen, wie sie heißt, habe gestern ein bisschen nachdenken. Du liegst auf der Erde, ziehst die Knie an, wippst und stehst auf einmal auf den Füßen. Ich habe das sehr gut können und das haben die im Leben noch nicht gesehen. Also es war ein voller Erfolg. Am dritten Abend gehe ich, Manager, sage ich, also was ist mit der Kasse? Mein Gehalt will ich, weil ich muss etwas unternehmen noch. Nur sagt, du gehst nur dorthin, ich gehe dort zu der Kasse, wo er mich hingewiesen hat, sitzt dort einer und sagt, Geld gibt's keins, der Kassier ist durchgegangen. Keiner von den 20 Artisten oder Künstlern, wie du sie nennen willst, hat einen Schilling nur bekommen. Jetzt stehst du da mit der Frau, das heißt mit deiner Geliebten, und hast nicht einen Schilling. Und dort hast du Schulden in Hässli. Also was soll ich sagen, hat das Ganze von vorne begonnen. Zum Glück hat er mich, der Franzl, dort wohnen lassen. Und am nächsten Tag, mein Freund bei der Arbeitsvermittlung, lacht er. Sag ich, was lachen Sie? Sagt er, was wollen Sie? Ich lache, weil ich mir denke, Sie brauchen eine Arbeit. Sind Sie nicht mehr ein Herzlicher? Sag ich, nein. Nur sagt er, aber Graben haben Sie doch gelernt. Sag ich, ja, wenn Sie wollen, dass wir Graben nennen, bitteschön, habe ich gelernt. Sagt er, ich habe Arbeit für Sie. Ganz Tel Aviv wird aufgegraben, es wird verkabelt. Zu der Zeit war noch die Drähte von einem Haus zum anderen, keine Maste, Drähte von Haus zu Haus. Nur das war ihnen schon zu blöd, dann haben sie das Ganze verkabelt. Dazu musst du graben, ganz Tel Aviv aufgraben und die Kabel legen. Horuk, kennst du doch, nicht? Hast du schon gehört hier? Hast du noch nie gehört, wie die da schreien? Horuk, das haben sie auch geschrien dort, Horuk.
Na, also gut, ich habe angefangen und Manzi hat sehr schnell Arbeit wieder bekommen, auch wieder Hausschneiderei. Jetzt war ein neues Problem. Die Frau ist krank geworden. Hat der Arzt gesagt, Rudin, wenn Sie wollen, dass Ihre Frau am Leben bleibt, muss sie zurück, wo sie geboren ist. Weil diese Stadt liegt sehr hoch, diese Braschow, also Kronstadt in Siebenbürgen. Sag ich, meinen Sie, wir schreiben deinem Bruder, weil ich habe nicht das Geld für ein Flugzeug, dass du zurückfährst. Sagt sie, ich fahre erstens, schreibe meinem Bruder, aber ich fahre nur, wenn du mich heiratest. Weil er hat Angst gehabt, dass niemand mehr zurückkommen kann, verstehst du? Ich sage, aber ich will nicht heiraten. Du musst. Und so musste ich. Also die Frau ist endlich wirklich weggefahren. Der Bruder hat ihr das Flugticket geschickt. Und sie ist geblieben bis 1939. Wie der Krieg ausgebrochen ist, ist sie noch einmal illegal gekommen. Nur zur damaligen Zeit haben die Engländer schon auf die Illegalen geschossen. Aber sie ist durchgestanden. Und ich stehe in der Früh im Hof, um zur Arbeit transportiert zu werden. Klopft einer zu mir, sagt er, Rudi, weißt du, deine Frau ist da. Sag ich, wo ist sie, wo ist sie? Sagt er, bei uns ist sie zu Hause. Sag ich, was heißt bei euch ist sie zu Hause? Naja, wir haben es rausgenommen aus dem Meer. Nicht nur der Frau, eine ganze Gesellschaft. Die sind gegangen jeden Tag. Sozusagen, das ist eine Vereinigung, um die Illegalen aufzunehmen und ihnen zu helfen. Nun, das habe ich dann meine Frau geholt mit einem Auto von der Arbeit, was Arbeitsauto. Wie? Was heißt aus dem Meer? Nur was heißt der? Vom Schiff. Naja. Also schon vom Schiff. Also der ist dahin, hat sie am Schiff gesehen? Nein, Oder? sondern in jedem dieser Illegalen, die wurden ja immer beschossen zu dieser Zeit. Und da hat es eine Gruppe von Menschen gegeben, die als Retter, die sind mit Booten hingefahren und haben hinaufgeschrien. Wohin? Und dann haben die geschrien, bitte dort, Kibbutz und so weiter. Und dann hat man sie runtergenommen und hat sie geführt, entweder zu sich oder dort, wo sie gesagt haben. Meine Frau hat nicht sagen können, dass in Tel Aviv, das wäre zu weit gewesen, hat das derweil genommen. Und am nächsten Tag hat man mich verständigt und ich habe sie dann geholt mit einem Auto vom E-Werk. Ich bin zu diesem Interview gekommen und dort sitzt ein Major, derselbige, der mir dann später das Zeugnis geschrieben hat, und sagt zu mir, also, ja, Foreigner, du bist ein Ausländer. Sag ich, ja, von wo? Von Wien. Sagt er, und wo hast du in Wien gearbeitet? Na, habe ich ihm alles aufgezählt und er hat mir so mit dem Kopf genickt und sagt zum Schluss, also, wenn das wahr ist, was du mir da erzählst, wo du aufgetreten bist, dann musst du doch was können. Komm heute Nachmittag um 3 Uhr in den russischen Club, dort wird ein Pianist sein auf der Bühne und du wirst uns zeigen, was du kannst. Na, jetzt ist mir die Geduld gerissen und habe ihm gesagt, na, was sagt Ihnen das, ob ich jetzt Apollo sage oder Ronacher? Sie kennen doch die Sachen nicht. Sagst du, du hast ein Irrtum. Ich bin in England Regisseur und fahre jedes Jahr nach Paris, nach Berlin und nach Wien und schaue nach neuen Sketchen, wenn sie auch in anderer Sprache sind, nach Künstlern, nach Kompositionen und sammle diese Sachen, gehe zu den Plätzen, wo man die Noten bekommt und so weiter und notiere mir alles. Daher kenne ich alle Lokale. Und ich dachte, nur Servus. Also,
Jetzt muss ich ihm wirklich zeigen. Also habe ich noch versucht, eine Ausrede und gesagt, aber schauen Sie, Sir, wie kann ich Ihnen etwas zeigen? Schauen Sie meine Stiefel an, schauen Sie meine Battledress an, wie stellen Sie sich das vor? Sagte Herr zu, du wirst heute Nachmittag um 3 Uhr sein dort, wo ich dir gesagt habe, wirst fragen, wo ist der russische Club und du wirst etwas improvisieren. Dann habe ich gedacht, ich weiß, wenn dir das nicht gelingt, schicken Sie mir an die Front. Ich war um 3 Uhr dort, sage zu dem Pianisten, das ist eine sehr wichtige Sache, das spielt noch eine Rolle, ein Korporal, sage ich, siehst du, ich habe geglaubt, ich kann noch einmal zu meinem Beruf zurück und schau daran, was ich jetzt machen muss. Sagte ich, das ist doch unmöglich, ich habe so lange nicht getanzt, ich habe 2 Jahre nicht getanzt, ihr kommt doch nicht in Frage. Sagte, so wie du hast diese Chance, mach das. Was willst du, dass ich spiele? So, ich spiele einen Slowfox. Wenn ich zu steppen anfange, machst du Pause und immer hinein, du kennst doch den Takt, machst du einen Akkord. Also ich fange an zu tanzen, improvisiere natürlich und merke bald, das Publikum geht nicht mit, trotz meiner mimischen Tricks und so weiter. Die gehen nicht so richtig mit, das spürst du. Du hörst, ob sie lachen und so weiter. Denke mir, na servus, das hilft nur mehr eins, Akrobatik. Mache einen Flickflack, also einen Salto nach rückwärts und breche durch die Bühne, durch Bühnenboden und schaue mir den Kopf heraus, habe mich der Mund und lache. Es war mir gar nicht zum Lachen, aber ich habe gelacht. Daher war Standing Ovation. Die Leute haben tatsächlich geglaubt, das war ein Riesenapplaus. Die haben geglaubt, das gehört dazu, verstehst? Also auf einmal waren es alle dafür und ich habe mich verbeugt, gehe in die Garderobe und 10 Minuten später ist gekommen der Major, ja, du bleibst bei uns. Und sage ich, und ja, was ist jetzt? Sagt er, jetzt gehst du zurück zu deiner Unit, es wird bei dir vorfahren, haben genau gesagt, wo, ein Inder mit einem, wie nennt man diese nicht Lastautos, weißt du, so ein kleiner, ja, aber es schaut aus wie ein Auto, ist aber offen und rückwärts hat es eine Wand, die eine große Rolle noch spielt. Jeep. Ja, sowas Ähnliches. Und einen indischen Chauffeur. Sag ich, und wohin geht es? Es geht zuerst nach, nicht Teheran, das ist Irak, Bagdad. Es geht nach Bagdad. Ne? Und das ist kein Katzensprung von Kairo, das kannst du sehen. Wir kommen an in Bagdad, melde mich bei Welfare, großes Office, komme hinein, sage ich, bitte, sind hier die Sheikhs of Araby? Sagt er, 1 Tag zu spät. Sag ich, was ist? Die sind nach Teheran. Du musst noch schauen auf der Landkarte, die Entfernung, wirst das nicht glauben. Nach halbe Welt. Haben uns gewaschen, das Auto hergerichtet, gut gegessen abends und die Reise ist gegangen nach Teheran, wieder Welfare, Sheikhs of Araby, Hotel so und so. Das erste, wie ich komme ins Hotel und frage, wo sind die Sheikhs of Araby, kommt ein Soldat heraus und sagt, kennen Sie mich nicht? Ist es der Pianist, der mich in Kairo begleitet hat? Und bei Sheikhs of Araby ist einer krank geworden und er hat weitergegeben, da war ein bloody Foreigner, aber der hat gut getanzt. Und man hat mich angefordert und deswegen habe ich das bekommen dorthin und wir sind dann jahrelang zusammengeblieben. Ne? Eines Tages werde ich gerufen ins Hauptquartier, denn die wussten, dass ich Deutsch spreche, dass ich ein Deutscher bin, ein Österreicher bin. Und er sagt mir der Major dort, hör zu, bei mir war heute ein hoher deutscher Offizier, hast du nie gehört, dass sich im Gefangenenlager so viele Menschen umbringen, seit sie gehört haben, dass sie die Schlacht verloren haben? Das haben sie eigentlich gewusst, aber sie haben nicht gewusst, dass der Rommel geflüchtet ist. Und seit sie das wissen, sind sie so
verstört, dass sich eine große Anzahl von Soldaten, von Gefangenen selbst umbringen. Und da ist das Merkwürdige, gerade Österreicher sind die Selbstmörder. Was können wir tun? So, ich kann dir das nicht sagen, ich bin kein Psychologe. Es gibt nur eins, die Menschen abzulenken von ihren Gedanken. Und das wird in der Wüste sehr schwer sein. Aber bitte, wenn dieser deutsche Offizier zu mir kommt, hätte ich eine Idee, nur er muss mich unterstützen. Bei uns in Österreich gibt es die berühmten Volkshochschulen. Man muss die Leute beschäftigen, also habe ich mir vorgestellt, ich kann es durchsetzen, dass wir für diesen Zweck Zelte bekommen, natürlich von den Engländern, und auf jedem Zelt draufschreiben, hier können Sie Englisch lernen, hier können Sie Deutsch lernen, hier können Sie Französisch lernen. Also jedenfalls, wofür ich Leute herausgefunden habe, es waren ja Professoren, Lehrer, dass ich die alle beschäftigen konnte, wenn es durchgeführt werden kann. Und wofür die Gefangenen, denen man ja zuerst einen Vortrag halten musste, das muss dieser Offizier übernehmen, dass die Leute Kurse frei besuchen können, um direkt ihnen zu sagen, um beschäftigt zu werden und abgelenkt zu werden. Wir haben das durchgeführt mit vollem Erfolg. Bis zum Kriegsende haben wir fast in allen Camps diese Zelte gehabt, wo die Leute, die Gefangene unterrichtet haben. Wir haben Orchester, Volksorchester, aber auch für ernste Musik, weil wir 5 Dirigenten gehabt haben, wo diesen Orchestern haben die Engländer Autobusse zur Verfügung gestellt, dass sie selbst mit den Orchestern fahren können in die anderen Gefangenencamps. Der Deutsche hat direkt gefreut, wenn er einen Engländer gesehen hat. Der gespürt, der macht was, Herr Riem, verstehst du? Das war eine gute Idee und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich darüber. Dabei war doch immer die Sache, dass wenn ich am Abend ein bisschen was getrunken habe, bin ich so gesessen allein, habe mir gedacht, bist doch ein Depp. Warum machst du für diese Leute etwas, die vielleicht deine Eltern umgebracht haben? Und dann habe ich mir gedacht, hol's der Kuckuck, die kannst du nicht mehr zum Leben zurückbringen und die kannst nur höchstens ihnen beibringen, dass wir alle Menschen sind.
Wie viel hast du eigentlich während der Kriegszeit gewusst von dem, was in Wien los war? Ich habe nur über das Rote Kreuz bekommen die Nachricht, dass die Eltern weg sind. Sonst nichts. Was stand da drinnen in der Nachricht? Ganz einfach. So wie ist es da drin übrigens, die Todesnachricht vom Vater? Nein, die hast du schon. Habe ich schon. Wurde abtransportiert nach irgendwo am polnischen Ort, wo der im Leben nicht war, und ist nicht zurückgekehrt. Nicht zurückgekehrt von der Kultusgemeinde. Also die jeden bekommen Auskunft nach dem Krieg. Nun habe ich das gehört. Aber während des Krieges habe ich nur gewusst, dass sie zugrunde gegangen sind. Dass irgendwer, jemand, vielleicht irgendein Neffe oder Nichte, was weiß ich, hat das durchs Rote Kreuz mir geschickt. Dass deine Mutter gestorben ist, das war ja schon 38, 42. 42. Weil du gesagt hast, sie ist im Rothschild-Spital gewesen Ja, noch. das war bis zum Schluss. War offen. Nur man hat die Leute dort auch kaputt gemacht. Zum Beispiel der Mutter kein Insulin gegeben, nicht wahr? Und dann ist sie gestorben und ich kann dir nicht sagen, wie das heißt. Die Augen kommen heraus. Und meine Ärztin hat mir das einmal erklärt, was das ist, wenn man nichts bekommt, keine Hilfe. Nun ist sie dort im Spital gestorben und den Vater hat man weggeführt. Nach Polen, in ein KZ und nicht mehr zurückgekommen. Und hast du das während dem Krieg gewusst? Natürlich. Aber hast du gewusst, was mit den Juden passiert Na, ist? sicher. Und wie hast du das mitbekommen? Es sind doch immer noch Leute gekommen. Immer hat es gegeben Leute, die sich, weiß ich, in ein Ruderboot gesessen, um die Donau runtergefahren und dort auf einem illegalen Schiff irgendein zerbrochenes, zum Teil sind sie untergegangen, zum Teil wurden sie durch Schüsse erledigt. Also nicht alle haben ja erreicht Palästina. Aber sicher hat er ja erzählt. Außerdem ist es doch in den Zeitungen gestanden, Palestine Post, die englische Zeitung, alles berichtet. Wie die das gemacht haben, weiß ich nicht. Aber man wusste von allem. Aber es waren ja dann die alliierten Truppen selber erschüttert, Als sie einmarschiert sind. wie sie gesehen haben, was dort wirklich passiert. Weil sich das keiner vorstellen kann. Nicht? Weil ich habe ja auch erst gesehen auf den Bildern, ich habe mir das nicht vorstellen können, dass man Menschen verhungern lässt und so, wie die ausgeschaut haben mit den Rippen draußen. Und nein, schau ich will sagen. Es war natürlich zum Verzweifeln. Andererseits war das sehr gefährlich für Leute, die eben bei den Alliierten waren, dass sie nicht ihren Zorn und ihre Wut an den Gefangenen zum Beispiel auslassen. Nicht? Ich hätte doch können sagen, hörst, wenn du noch ein Wort redest, zeige ich dich an in dem Lager, wo du bist, der Oberste, und du kriegst was viel Punishment. Nicht? Da kommst du lebend nicht raus von der Strafe. Aber da habe ich gedacht, schau, was, auch ein Vervierter, aber das, nein. Nur manchmal habe ich es ihnen reingesagt, bitteschön. So wie diesen Leuten, die nach der Uhr gefragt haben und so weiter. Aber den Leuten zum Beispiel, die gesagt haben, wissen Sie, alle meine besten Freunde waren Juden. Und wissen Sie, wenn ich einen guten Chef gehabt habe, natürlich war er ein Jude. Sag ich, nun, trotzdem habt ihr es umgebracht. Da haben sie die Goschen gehalten, sind wir nicht mehr zugegangen, verstehst du? Weil alles kann ich vertragen, nur dieses Arschkriechen nicht. Und das hat der Österreicher. Da ist er ein Meister. Da habe ich auch gesehen, meine sogenannten Freunde, was ist wirklich Freundschaft und was ist nur... Wieso? Naja, meine Frau hat mir dann gesagt, dass man manchmal nicht gut gesprochen hat über mich. Warum habe ich mich zum Theater gemeldet? Warum bin ich nicht an die Front gegangen? Habe nicht einmal geschossen und so weiter. So wie die hier sagen, weißt du, der hat gegen uns gekämpft, hat man mir schon nachgesagt. Also es gab in Israel Leute, Freunde von euch, Ja. auch emigrierte Juden, Ja, natürlich. die gesagt haben, eigentlich hätte er kämpfen müssen, das Ja. war eigentlich gar nichts. Na sicher. Na, hörst du. Ein Mensch geht zum Militär,
Wir sind wie lange? 4 Jahre. Und schießt nicht einmal, mit Ausnahme der Rekrutenzeit, sondern tanzt die ganze Zeit. Na gut, aber jetzt sind wir ja schon nach dem Krieg. Ja. Du hättest ja dort bleiben können. Ja, Das ist ja aber gut ich bin gegangen. geborener Österreicher und ich habe ein Prinzip gehabt, dort will ich sterben, wo ich geboren bin. Vielleicht blöd, aber es ist so. Und für deine Frau, wie war das für die? Die hat das gemacht, was ich gesagt habe. Dadurch war die Ehe so gut, weißt du. Ah ja, jetzt verstehe ich. Die Ankunft in Wien werde ich dir genau schildern. Wir kommen an, der Bahnhof vollkommen zertrümmert. Wir gehen runter mit unserem Koffer, ein Taxi. Wohins? Sag ich, ja, das möchte ich auch wissen. Sagt er, was heißt das? Sag ich, wissen Sie, wir haben keine Wohnung, wir wissen nicht, wo wir hin sind. Ich fahre in ein Hotel. Also hat er uns im 2. Bezirk in ein Stundenhotel geführt. Und auf der Fahrt sagt er, sind Sie einer, der zurückkommt? Sag ich, ja. Jetzt sind wir beim Zurückkommen. Aha. Sag ich, was heißt aha? Na, sagt er, ist mir nur so ausgerutscht. Habe ich schon meine Frau gestoßen, sag ich, mach dich gefasst. Habe ihn bezahlt, er hat uns ein Stundenhotel abgesetzt im 2. Bezirk und dort sind wir schon 14 Tage geblieben. Und dann habe ich gesucht, einige Menschen, die ich gekannt habe, eine Wohnung. Es hat sehr lange, haben wir gehaust in einem Stundenhotel. Was war mit deiner Wohnung? Was heißt in meiner Nein, in Wohnung? der du gewohnt hast als Kind? Du gefällst mir erst. Wie längst hat mir die Eltern raus mit allen, einer Mineralsammlung, mit meiner Bibliothek, alles verkommen. Das ist doch eine eigene Geschichte. Mein Vater hat einen sehr guten Freund gehabt, das war ein Polizeikommissär, weil gegenüber Kolumbusgasse 1 ist eine Polizeistation. Wenn ein Ball war für die Polizei und so weiter, ist man natürlich sofort gegangen zu ihm. Er soll Karten kaufen, hat er. Jeden Tag hat der Kommissar mit ihm gespielt. Neben Klapper war ein kleines Café. Hat er 1 Stunde gespielt, dann musste der zur Arbeit und mein Vater ins Geschäft. Der hat sich später herausgestellt, der hat meine Eltern aus der Wohnung evakuieren lassen, in den 2. Bezirk in die Herminengasse, und er hat dann jahrelang drin gewohnt. Was soll ich dort machen? Wie ich zurückgekommen bin, hat man mir das erzählt, gehen Sie nicht dorthin, das wird Ihnen das Herz brechen. Und ich, Trottel, bin nicht zu den Kommunisten gegangen, die damals im 10. Bezirk die Macht gehabt haben. Hätte ich den sowohl einsperren lassen können, als auch die Wohnung zurückzubekommen. Nun, dann habe ich ja erzählt, nicht, dass ich nächtelang gesessen bin im Telefonbuch, meine Freunde zu suchen. Die Juden waren im KZ umgekommen, die Nichtjuden sind entweder gefallen oder noch immer in Gefangenschaft, bis ich auf den Schiller gekommen bin. Also ich bin gegangen ins Arbeitsamt natürlich, haben wir gesagt, ja, für 51-Jährige haben wir nichts. Dann sehe ich aber, eines Tages ist mir die Geduld gerissen, sage ich, also ich will da einmal mit jemandem sprechen, das kann man doch auf die Dauer nicht machen, wenn wir ja 50 ist, muss man verhungern. Dann habe ich gesagt, Ernst, das ist sehr gut, heute Nachmittag ist eine Sitzung. Sag ich, was ist eine Sitzung? Nur die Macher von der Arbeitsvermittlung. Ich komme dorthin, erzähle die ganze Geschichte und sehr ernst. Auf einmal sagt einer zu mir, halt, ich habe für Sie eine Arbeit. Sag ich, und zwar, jetzt wirst du lachen, Sie können Abteilungsleiter bei Gerngroß werden. Sag ich, wie das? Sagt er, na ja, es fehlt einer. Und Sie haben doch auch die Meisterprüfung als Verkäufer. Sag ich, ja und?
Ja, Sie müssten den Nachweis erbringen, dass Sie kein Nazi waren. Sie, das kann ich gleich machen. Ich mache das Hosentürl auf und lege Ihnen den Beweis auf den Tisch. Haben sie natürlich alle gelacht. Nein, sagt er, wir wollen jemanden haben, der für Sie bürgt. Sag ich, aber Herr, das ist ein starkes Stück. Wenn einer kommt nach so einer langen Zeit zu Ihnen und braucht einmal was und Sie reden so einen Blödsinn. Dann habe ich meinen Hans angerufen und gesagt, das ist doch ein Blödsinn, red doch nicht so was. Ich gebe dir mein Wort, so haben die gesagt im Arbeitsamt. Komm heraus. Bin rausgekommen und habe ihm das alles geschildert, wie meine Situation ist. Sagte, ich werde schauen, dass du eine Arbeit bekommst. Komm nach Hause, sagt meine Frau, du, das Telefon hat geläutet, der Hans hat angerufen. Sag ich, komm doch erst von ihm, was will er? Sagt sie, du sollst ihn anrufen. Es war schon 10 Uhr Abend. Habe ihm angerufen und sagte, du brauchst keine Garantie mehr. Sag ich, was ist? Du arbeitest dort, wo ich arbeite. Gewerkschaft der Gemeindebediensteten. Und so hat es angefangen. Das war der erste Posten.